Und deshalb ist es keineswegs so, dass die Menschen, die am Anfang noch gesagt haben, die werden bestimmt alles richtig machen, wir machen mal mit, wenn Sie Solidarität nennen wollen. Und so diese eine Person hat dies und jenes gesagt, ich verstehe das Bedürfnis. Das ist nicht eine Person, sondern das ist das Robert-Koch-Institut in den USA. Das ist eine Institution, die ist weltweit führend. Ja, aber Sie wissen, und Sie wissen dass es nicht bei besser. Delta Sie wissen es nicht besser. noch Nein. einen Übertragungsschutz. Einmal noch mal kurz sortieren darf und danach sage ich auch das Wort Killervariante nie wieder. Aber können wir uns an dieser Stelle einigen, Herr Lauterbach, dass so ein Wort wie Killervariante aus Ihrem Mund zumal, da hat Herr Schanasit ja recht, ist ja nicht irgendjemand, der das sagt. Wenn Sie so etwas sagen, dann hat das Gewicht. Können wir uns wenigstens heute in der Aufarbeitung darauf einigen, dass so ein Wort eigentlich nicht geht? Also bin ich vorsichtig, das war ja damals so beschrieben, es könnte so etwas entstehen. Ich weiß, aber Sie sind Medienprofi, Sie wissen, was hängen bleibt. Genau, Sie wissen, dieses eine Wort bleibt kleben. Das bringt einfach, das sät erneut Zweifel, die aus meiner Sicht überzogen sind. Herr Lauter, finde ich gerade schwierig, was jetzt hier passiert. Also zu sagen, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fake News Schleuder, da erzählt man irgendwas nicht, oder zitiert irgendetwas. Nee, ich würde das nicht bestreiten. Wenn man, können wir bitte das Zitat noch mal zeigen, oder ich lese es sonst auch gerne noch mal vor. Wenn man sagt, ich weiß, da gibt es keine Impfschäden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was Alena Bix und Karl Lauterbach bei Lanz abgeliefert haben, war der blanke Wahnsinn. Erst Falschaussagen, dann Ausreden und am Ende der Versuch, sich selbst zum Opfer zu machen. Aber diesmal hat's nicht geklappt. Lanz greift ein und plötzlich wird's richtig unangenehm. Wenn ihr sehen wollt, wie sich zwei der lautesten Stimmen der C-Zeit live selbst entlarven, dann bleibt unbedingt dran. Liken, abonnieren und vor allem kommentieren nicht vergessen. Wie habt ihr die Sendung erlebt? Auf geht's! Aber Sie alle leben mit unglaublichen Anfeindungen. Gegen Sie gab es einen Mordkomplott. Sie sind mit hoher Zahl von Sicherheitsleuten unterwegs. Ja. Wir haben eine AfD, die bei jetzt 25% steht. Aber die ist ja nicht die Corona-AfD. Doch, ich glaube, dass das was mit Corona zu tun hat. Und ich würde auch unterstreichen, ohne jetzt diese Studien zu kennen, dass es wirklich so ist, dass am Anfang die Menschen noch nicht informiert waren. Sie haben gedacht, sie haben geglaubt, das, was man ihnen da verschreibt, ist bestimmt das Richtige, da machen wir jetzt mal mit. Vor allem nicht wissend, wie lange das noch dauert. Und es ist der normale Prozess, dass man dann irgendwann, wenn man sich aufgeschlaut hat, anfängt, Fragen zu stellen. Und diese Fragen wurden mehr und mehr. Und deshalb ist es keineswegs so, dass die Menschen, die am Anfang noch gesagt haben, die werden bestimmt alles richtig machen, wir machen mal mit, wenn Sie Solidarität nennen wollen, und dass die bis zum Schluss kontinuierlich dabei waren. Da gibt es ganz viele, die spätestens im Herbst 2020... Ja, aber das ist doch ganz wichtig, darüber zu reden, weil das doch unsere Gesellschaft gespalten hat. Ich glaube, es hat keinen Sinn, das jetzt schön zu reden und hinterher zu sagen, wir waren doch im Grunde genommen alle einer Meinung. Es geht nicht ums Schönreden, es geht nur darum, dass ich finde, dass mal betont werden muss, dass immer ein Großteil der Bevölkerung dabei war, trotz der Belastung. Ich finde, das ist wichtig. Ganz kurz, Herr Strick, und dann würde mich die Meinung von Jonas Schmidt-Schanasit interessieren. Die Studie von Cornelia Beetsch, also die Kosmos-Studie, die zeigt ja sehr, sehr deutlich, dass es einen Punkt gegeben hat, also kippen ist vielleicht ein falscher Ausdruck dafür, sondern dass das Vertrauen in die Regierungsarbeit deutlich abgenommen hat und dass eine stabile Gruppe geworden ist, die auch dauerhaft das Vertrauen in die Regierungsarbeit verloren hat. Und darum geht es ja auch, diese Spaltung irgendwie wieder zu überwinden. Und man sieht es deutlicher in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Also, würde ich unterstützen und ich würde aber sozusagen davon weggehen, das so allgemein betrachten zu wollen, sondern ich glaube wirklich an bestimmten Punkten, an bestimmten Aussagen von Personen, die eine unheimliche Bedeutung hatten in der Zeit. Einige Punkte wurden angesprochen, nebenwirkungsfrei, würde ich sagen, das kriegt die Bevölkerung mit, dass das eben schwierig ist. Nicht, dass eben, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe,
mit einer bestimmten Empathie beraten wird, dass natürlich auf Nebenwirkungen hingewiesen wird. Andere Punkte wären Killervariante gewesen. Also ich glaube, es gibt eben so Begrifflichkeiten, die doch, eben sozusagen wo Semantik? Nee, finde ich nicht. Nee. Das hat schon große Auswirkungen, gerade weil ja so ein Vertrauen eben in bestimmte Personen, das ist ja nicht irgendwas Abstraktes gewesen, nicht die Wissenschaft, sondern einzelne Wissenschaftler, ja, die sozusagen stark im Fokus gestanden sind und eigentlich auch sehr stark gesagt haben, so ist es. Und da war ja sozusagen das Vertrauen, nicht die Wissenschaft. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, das wird der Sache nicht gerecht. Man muss ja wirklich sehr ins Detail gehen, ja, und sagen, der und diejenige. Und da wurde eben sehr stark drauf geachtet. Und Herr Lauterbach, Sie haben es ja auch in der Anmoderation gesagt, war ja sozusagen der Bezugspunkt fast in jeder Landsendung. Man hat ja sozusagen Ihnen zugehört. Und ich glaube... Ihnen ja auch. Ja, gut. Wir waren ja oft genug in den Sendungen gemeinsam. Aber das stimmt schon. Aber Sie sagen, da gab's meine Position ist ja auch eine ganz andere sozusagen. Da ging es jetzt nicht um Entscheidungen, die wirklich die Bevölkerung betreffen. Insofern war da, glaube ich, das ein wichtiger Punkt, den wir unbedingt auch betrachten sollten. Also Sie meinen andere Wissenschaftler? Nein, aber das mit der Nebenwirkung zum Beispiel. Sie haben ja konkret, ich habe jetzt kein Zitat, aber Sie haben sinngemäß gesagt, diese Impfungen sind so gut wie nebenwirkungsfrei. Dann haben wir zwei uns hier in einer Landsendung mal unterhalten über diesen AstraZeneca-Impfstoff. Da habe ich gesagt, das ist ein Impfstoff zweiter Klasse, was natürlich ein bisschen provokativ war. Haben Sie sich vehement dagegen gewehrt. Und hinterher hat der aufmerksame Zeitungsleser festgestellt, dass die Bundeskanzlerin, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe war, darauf verzichtet hat, die zweite Impfung mit AstraZeneca zu machen, sondern die hat dann schon BioNTech genommen, obwohl sie nicht dran war. Und da glaube ich, da sind so kleine Diskrepanzen dann drinnen, wo die Leute dann irgendwo mal so das Gefühl hatten, schenkt man uns hier immer reinen Wein an, redet man die Sachen schön. Darf ich einen Vorschlag machen, weil Jonas Schmidt-Schneider gerade zu Recht sagte, man muss konkret schauen. Killervariante ist gerade vorhin gefallen. Da ging es sozusagen in Richtung Karl Lauterbach, dass das Spiel mit der Angst. Interessant ist, dass Lauterbach das ja so nicht gesagt hat, sondern Sie haben gesagt, da könnte konjunktiv unter bestimmten Umständen eine Killervariante entstehen. Das belegt ein bisschen das, was ich gerade sagte. Verzeihen Sie mir die Wortwahl mit dem gekippten Gefühl. Aber die Leute waren nicht mehr bereit, diesen Konjunktiv zu hören. Die Leute wollten den nicht mehr hören. Hängen geblieben ist, jetzt spielen die schon wieder mit der Angst. Jetzt kommt er mit einem Begriff wie Killervariante, den er so nicht benutzt hat. Also er hat ihn benutzt, aber konjunktivisch benutzt. Alles gut. Das ist wichtig, das mal zu verstehen. Ja, aber da ist doch offensichtlich etwas verrutscht, wenn die Bereitschaft zum Zuhören plötzlich nicht mehr da ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese einzelnen Äußerungen, also dass dort eine Killervariante entstehen könnte und so weiter und so fort. Das haben nicht so viele Leute mitbekommen, es hat auch nicht die Leute bewegt. Die Maßnahmen selbst sind irgendwann überdrüssig gewesen. Die Leute hatten das Gefühl, das wird uns jetzt zu viel. Das kann ich ehrlich gesagt sogar verstehen. Überdrüssig oder war das übergriffig zum Teil? Es ging einfach immer weiter. Wenn eine Pandemie, mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass die Zustimmung für die Maßnahmen so lange gehalten hat. Mich auch. Denn wenn ich über Jahre hinweg eine solche, sagen wir mal, Einschränkung fahren muss, was ja bitter war. Und ich war ehrlich gesagt, ich habe die Pandemie dann ja auch für beendet erklärt, froh, als das der Fall war. Das ist ganz klar, wenn ein Staat die Freiheitsrechte einschränken muss über so eine lange Strecke. Das Gegenteil wäre die Überraschung, wenn dann nicht die Menschen irgendwann sagen würden, ich will nicht mehr. Und daher ist das, was wir jetzt sehen, dass ein Teil der Gesellschaft sich abgewendet hat, auch rechten Narrativen jetzt nachläuft. Das sehen wir ja in ganz Europa. Das haben wir doch nicht exklusiv. Also ich weiß nicht, ob in Ungarn oder in Polen von der Killervariante jemals gesprochen worden ist. Aber dort haben wir überall die gleichen. In allen europäischen Ländern haben wir die Lage, dass tatsächlich die Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat, von rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen worden sind, die sowieso sich schwer mit der Macht des Staates tun. Aber ich möchte das aber sagen, nicht, dass das allein eine Maßnahme, sondern die Kommunikation hier wirklich ganz entscheidend war. Es war so ein starkes Vertrauen. Wir haben es doch gesehen in den ersten 2-3 Monaten. Nicht einfach schlicht strittig. Also das wäre ja auch ganz kurz. Ich will zu dieser Killer-Variante noch mal was sagen, weil so leicht kommen Sie uns nicht raus. Aber wir diskutieren ja hier freundschaftlich letztlich. Aber
Man muss den Kontext sehen. Es ist natürlich richtig, Sie haben gesagt, da könnte eine Killer-Variante kommen und auch an anderen Stellen schon auf Mutationen des Virus warnend hingewiesen. Aber dieser konkrete Hinweis mit der möglicherweise supergefährlichen Variante kam ja in dem Kontext. Und der Kontext war die Frage, brauchen wir eine Impfpflicht? Und da war es so, dass einige Fachleute, zu denen ich damals gehört habe, gesagt haben, dieses Omikron ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also die letzte Variante, die wir hatten, aus verschiedenen Gründen weniger gefährlich, auch wegen unserer Immunität. Andere haben gesagt, da gibt es eine Omikron-Wand, zu denen haben Sie, glaube ich, gehört, auf die wir gerade zurasen und deshalb die Impfung propagiert. Und in diesem Zusammenhang mit der angeblichen Omikron-Wand, obwohl ich der Meinung bin, dass fachlich keine Evidenz dafür... Sprache. Genau. Also man warnt vor einer Omikron-Wand, man sagt, da könnte im Herbst eine Killer-Variante kommen und das alles im Kontext dieser Impfpflicht diskutiert wird. Nein. Und da, finde ich, wird dann sozusagen schon ein Schuh draus, dass man sagen muss, es war zwar im Konjunktiv gesprochen, aber es war ja als Begründung für eine ganz massive Einschränkung der Freiheitsrechte, die Sie gefordert haben. Nicht. Also als wir über die Impfpflicht angefangen haben zu sprechen, gab es die Omikron-Variante noch gar nicht. Delta. Es gab die gar nicht. Aber der Begriff war im Februar 2022 mit der Killer-Variante und da gab es die Ich habe den Begriff der Killer-Variante als eine Möglichkeit ausgesprochen, was auch andere Wissenschaftler gemacht haben, als ich gesagt habe, es könnte sich die Omikron-Variante mit der Delta-Variante verknüpfen. Und da es aber zu dem Zeitpunkt, wo wir die Impfpflicht besprochen haben, die Omikron-Variante noch nicht gab, kann das, was Sie sagen, schlicht nicht richtig sein. Nochmal, aber natürlich. Herr Schmidt-Schanasit, bitte. Aber selbst wenn die Diskussion unter Delta stattgefunden hat, wir hatten Mitte 21, vor 3 Wochen habe ich Rochelle Walensky getroffen, ehemalige CDC-Direktorin aus den USA, unter Biden. Also weit entfernt sozusagen hier politisch zu sagen, das ist schwierig. Sie hat bereits unter Delta gesagt, dass Transmissionsschutz, und das ist ja die Begründung letztendlich für Impfpflicht, dass Transmissionsschutz unter Delta nicht mehr gegeben ist. Aber das sagt sie immer, das ist erstens falsch. Nein. Die Gesellschaft für Virologie, müssen Sie noch mal die Stellungnahme lesen, beschreibt, dass der Schutz vor der Ansteckung war weg mit der Omikron-Variante. Nein. Bei der Delta-Variante war er stark eingeschränkt, aber er galt halt noch. Und wir können jetzt hier nicht, also ich halte es für ganz, ganz schlecht, wenn wir jetzt hier diese Sendung auch noch nutzen, um neue Falschnachrichten zu senden. Das ist einfach nicht so. Gehen Sie auf ich stelle nach der Sendung die Gesellschaft aber Herr für Virologie. Wir lesen doch alle die gleichen Studien. Wir lesen alle die gleichen Studien. Die Delta-Variante, da hat die Impfung noch gewirkt, nicht mehr so stark. Ja. Es war aber noch da, bei Omikron war es dann weitestgehend weg. Und da konnte man tatsächlich das nicht mehr so begründen. Das ist ja auch richtig. Aber was heißt denn stark, sozusagen, wenn es um eine Impfpflicht geht? Also ich meine, 2 Monate für eine Impfpflicht, das ist ja Die Impfpflicht schwierig. haben wir im Deutschen Bundestag zur Debatte gestellt. Das war ein hochdemokratischer Prozess. Man hat sich dagegen entschieden. Das war nachträglich richtig. Aber das ist ganz normal. Das haben wir im Parlament Fachleute unter sich. Da würde ich gerne auch einmal rein, weil ja der Deutsche Ethikrat dazu ein Papier geschrieben hat zur Orientierung für diese Bundestagsdebatten. Das war im Dezember. Und das heißt, da brandete Omikron so gerade an. Man wusste noch nicht, wie schlimm das würde. Es war vor allem Delta in den Krankenhäusern. Das war die Zeit der Kleeblattverlegung, als man zwischen den Bundesländern die völlig überlasteten Krankenhäuser entlasten musste, Patienten durch Deutschland geflogen hat. Und da hat der Deutsche Ethikrat die Argumente für und gegen eine allgemeine Impfpflicht abgewogen. Und wesentliche Argumente dafür waren interessanterweise gar nicht so sehr der Übertragungsschutz, sondern die Tatsache, dass Leute, die nicht geschützt waren, zu einem sehr hohen Anteil auf den Intensivstationen lagen. Wir waren in München damals abgemeldet. Auf 100 Kilometer konnte man, wenn man vor einen Baum gefahren ist oder einen Schlaganfall hatte, musste man 100 Kilometer weit fahren. Das heißt, das war ungerecht für die anderen. Ja. Und das war ein Gerechtigkeitsargument, eines der wesentlichen Argumente dafür. Das hatte gar nicht so viel mit dem Übertragungsschutz zu tun. Und ich möchte das noch mal markieren. Das finde ich wirklich ganz wichtig, wenn wir hier so eine Diskussion führen. Wir haben alle das gleiche Interesse. Wir wollen was lernen. Wir wollen besser gerüstet sein für Herausforderungen in der Zukunft. Und so diese eine Person hat dies und jenes gesagt. Ich verstehe das Bedürfnis. Das ist nicht eine Person, sondern das ist das Robert-Koch-Institut in den USA. Das ist eine Institution, die ist weltweit führend. Ja, aber Sie wissen, und Sie wissen dass es nicht bei besser. Delta Sie wissen es nicht besser. Noch Nein. einen Übertragungsschutz aber einen vernachlässigbaren Übertragungsschutz, der für die Impfpflicht keine Rolle spielt. Das Argument für die Impfpflicht
war nicht so sehr die Frage der... Nee, steht im Papier. Ja, also haben wir alles aufgeschrieben. Okay, vielleicht darf ich uns versuchen, eine Stufe höher zu heben. Der Vorwurf war ja, dass man mit Angst arbeitet. Und ich muss sagen, ich als jemand, der die Szene gut beobachtet hat, habe das auch so erlebt, dass mit Angst gearbeitet wurde als Instrument. Und wenn Sie im Anfang 2022, wo dieses Omikron ja ohne Frage schon da war, wo Sie auch selber sagen, diese Killer-Variante wäre dann eine Fusion zwischen Omikron und was anderem, also stimmt Ihr Argument von gerade eben nicht, weil da muss ja Omikron schon da gewesen sein. Ja, wenn Sie dann sagen, aber wir brauchen die Impfung wegen möglicher Killer-Varianten, dann sage ich einfach mal, das ist vielleicht nur eine subjektive Meinung, dass das was mit Angstmache zu tun hat. Genauso wie vorher mit Angst gearbeitet wurde, wenn man gesagt hat, Kinder stecken ihre Großeltern an und die würden dann sterben und ähnliche Sachen. Genauso wie das Robert-Koch-Institut, während die Delta-Variante unterwegs war, behauptet hat, dass die Geimpften überhaupt nicht mehr zum pandemischen Geschehen beitragen. Was auch Grundlage vieler juristischer Auseinandersetzungen war, dass man gesagt hat, schaut mal her, das RKI sieht es so. Und nicht nur Rochelle Walensky von CDC, sondern auch der kleine Kekulé hat bei Markus Lanz gesagt, es gibt aber auch eine Welle der Geimpften in Deutschland in Bezug auf die Delta-Variante, was nicht heißt, dass sie die Impfung null schützt, aber sie schützt sehr schwach. Und da meine ich einfach, wenn die Politik dann so sagt, das wollen wir alles nicht wissen, wir wollen, dass die Leute sich impfen, mit welchen Argumenten auch immer, dann ist es leider, das sind zwar Gutmenschen, das ist gut gemeint, aber es ist letztlich Propaganda. Es ist Propaganda der Gutmeinenden. Das meine ich jetzt nicht im Sinne totalitären Systems, sondern klassische Propaganda nach Bern. Ich würde dazu nur noch ergänzen, ich glaube, ein Problem, was wir gesehen haben, ist, dass sehr verkürzt wurde in der Zeit, auch kommunikativ. Und ich glaube, was im Moment die Spaltung in der Gesellschaft auch noch aufrechterhält, ist, dass wir nicht transparent in einigen Bereichen genug gewesen sind. Das ging einmal darum, nebenwirkungsfreie Impfung, die Frage, dass Geimpfte das Virus nicht weitergeben würden, bis hin jetzt zur BND-Bericht mit dem Laborunfall, das, was am Anfang als falsch oder fehlerhaft oder sogar Verschwörungstheorien waren, am Ende doch irgendwie richtig war oder zumindest teilweise richtig war. Und dadurch hat man eigentlich nur befeuert, dass sich ein Teil der Bevölkerung abspaltet und sagt, der Regierung kann man nicht mehr trauen oder nicht mehr ganz vertrauen. Und da sehe ich eigentlich die Problematik darin, dass wir hier auch diese Ehrlichkeit zeigen müssen, dass hier kommunikativ in vielen Bereichen auch nicht richtig deswegen, wenn ich es einmal noch mal kurz sortieren darf und danach sage ich auch das Wort Killer-Variante nie wieder. Aber können wir uns an dieser Stelle einigen, Herr Lauterbach, dass so ein Wort wie Killer-Variante aus Ihrem Mund zumal, da hat Herr Schanasit ja recht, ist ja nicht irgendjemand, der das sagt. Wenn Sie so etwas sagen, dann hat das Gewicht. Können wir uns wenigstens heute in der Aufarbeitung darauf einigen, dass so ein Wort eigentlich nicht geht? Also bin ich vorsichtig, das war ja damals so beschrieben, es könnte so etwas entstehen. Ich weiß, aber Sie sind Medienprofi, Sie wissen, was hängen bleibt. Genau, Sie wissen, dieses eine Wort bleibt kleben. Das eine Wort bleibt kleben, das Wort bleibt auch kleben, weil es heute immer wieder genutzt wird. Ich glaube, dass das in der Debatte kaum eine Rolle gespielt hat. Aber ich möchte das stimmt nicht. Ich bekomme ja auch sehr viele Rückmeldungen. So, ich kann ganz wenige Leute erinnern sich an diesen einen Ausspruch und so weiter. Aber ich will etwas anderes sagen, weil von Propaganda gesprochen worden ist. Das macht ja jetzt den Eindruck, wir sind immer zu drastisch gewesen, wir haben die Leute zu stark gedrängt und so weiter und so fort. Wir haben in der zweiten Welle im Herbst 20 haben wir aus meiner Sicht weitestgehend unnötigerweise haben wir noch einmal 60.000 Menschen verloren. Und da sind wir einfach nicht konsequent genug gewesen. Wir hätten damals einfach härter in die Einschränkungen hineingehen für eine begrenzte Zeit, weil kurz danach kamen die Impfungen und wenn die Menschen sich vor der Impfung nicht noch infiziert hätten, wären viele nicht gestorben. Und daher ist es nicht so gewesen, dass wir vor etwas gewarnt haben, was in Wirklichkeit gar nicht so gefährlich war, sondern es sind dann noch mal 60.000 Menschen gestorben. Und zu dem Zeitpunkt, als wir jetzt meinetwegen über die Impfpflicht gesprochen haben und so weiter, es war ja gut, dass der Bundestag nicht gemacht hat und so, aber es sind zum Teil am Tag 200 Menschen gestorben.
Es darf jetzt im Nachhinein nicht so dargestellt werden, als wäre es als harmlos gewesen wäre. Nein, wir haben das doch nicht zum Spaß gemacht. Und die Bundesregierung hat da damals, also das war ja meine Vorgängerregierung, die haben wirklich sich das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen. Und das jetzt alles so abzutun, als wenn da Propaganda gemacht worden. In Deutschland gab es zum damaligen Zeitpunkt, soweit ich das beurteilen kann, von der Bundesregierung, der ich damals nicht angehörte, gab es keine Propaganda. Das ist etwas anderes, gibt es auch in anderen Staaten. Das ist so nicht vorgekommen. Die eine oder andere Äußerung war vielleicht unglücklich, aber es gab immer den Willen, Menschen zu schützen. Und im Herbst sind, wie gesagt, kurz vor der Impfung sind uns noch mal 60.000 Menschen gestorben. Da tut mir jeder Einzelne nachträglich leid. Die zweite Welle, die war... Genau, ich glaube, man darf aber auch keinen Rückschaufehler machen. Wenn ich mich richtig erinnere, saß Karl Lauterbach hier, hat gesagt, es ist alles genauso beschlossen worden. Wellenbrecher, Shutdown hieß das damals, wie mit Christian Drosten besprochen. Das wurde alles so umgesetzt. Also ich frage mich... Hendrik Streeck nickt. Das war zu wenig, ja. Das ist ja gut, aber dann haben Sie ja den Fehler gemacht. Das hört sich jetzt so an, als ob irgendwer anders sozusagen dazu geführt hätte. Nein. Okay. Die Regierung hat damals aus meiner Sicht den Fehler gemacht. Und es war zum Teil auch mit Leuten mitbeschlossen, die Sie gerade schon genannt haben und so weiter. Aber wir haben damals den Fehler gemacht, dass wir nicht genug gewarnt haben. Das ist mein Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass Sie da beteiligt gewesen sind oder gar Herr Kekulé oder Herr Streeck oder was auch immer, sondern es ist einfach falsch zu sagen, wir haben immer zu drastisch gewarnt, sondern die Leute sind ja tatsächlich gestorben, sind ja nicht bei uns. Es gab ja auch Herr Lauterbach, und vielleicht können wir uns den O-Ton einmal anhören, weil es vorhin schon gefallen ist. Es gab ja auch den umgekehrten Fall. Es gab ja auch sozusagen das Gefühl, den Sound, der sagte, ihr lasst euch bitte alle impfen, weil das ist quasi nebenwirkungsfrei. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das ist im Grunde komplett risikofrei. Vielleicht können wir das einmal kurz uns anhören, sind ein paar Sekunden zum Thema Impfschäden. Bitte schön. Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das sind die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien gewesen. So, nebenwirkungsfrei. Mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Würden Sie den heute wiederholen? Ich würde bei dem Satz vorsichtiger sein. Ich will es mal folgen. Ich habe ja vorher auch sehr häufig mich über die Nebenwirkungen selbst in dieser Sendung ausgelassen. Ich habe sehr dezidiert zum Beispiel über die Sinusvenenthrombosen beim AstraZeneca haben wir alles rauf und runter. Genau, alles rauf und runter. Somit ist es so, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Aber wir müssen es ja ins Verhältnis setzen. Und von denjenigen, die sich infiziert hatten, ist über den Schnitt gesprochen, einer von 100 gestorben. Also jeder Hundertste ist gestorben. Wenn ich jetzt mir die Zahl anschaue, wie viele muss ich denn impfen, dass an der Impfung jemand stirbt, das ist natürlich im Verhältnis sehr viel weniger. Das habe ich ins Verhältnis setzen wollen. Und diese Relativierung der Nebenwirkung der Impfung im Vergleich zu der Tatsache, jeder Hundertste, der sich infiziert, stirbt. 5-6%, die sich symptomatisch infiziert haben, haben danach Long-Covid, sind heute noch krank. Daher diese Äußerung war vielleicht etwas verkürzt, aber man kann das jetzt nicht so darstellen, als wenn das ganz ohne Hintergrund gewesen wäre. Und darf ich mal ergänzen, das finde ich bei der Impfung, würde ich gerne mal was Positives einwerfen. Ich verstehe diese Debatten und es ist wichtig, dass man das führt. Aber ich würde gerne häufiger hören, dass 1,6 Millionen Menschen in Europa gerettet wurden. 1,6 Millionen Menschenleben. Das sind Menschen, die heute Familien haben, die heute Enkelkinder haben, denen es heute gut geht, weil es diese Impfung gab. Die Impfung kam aus Deutschland. Ein enormer, riesiger Erfolg. Andere Länder würden das wahnsinnig feiern. Schauen Sie sich mal den Satz an. Okay. Die Solidargemeinschaft macht mir ein kostenloses Angebot, dass ich mich schützen kann. Die Impfung ist 4,3 Milliarden Mal verimpft worden. Wir wissen alles über die Sicherheit und ich mache es trotzdem nicht. Und jetzt möchte ich aber, dass die Solidargemeinschaft mir dennoch meinen Restaurantbesuch ermöglicht. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Dann ist das nämlich etwas, das ich aufgrund persönlicher Überzeugungen entscheide. Und damit stelle ich mich außerhalb der Solidargemeinschaft. Das ist gut, dass Sie das ganz vorgelesen haben, weil jetzt der Kontext klar ist. Es ging darum, um die Aufhebung der kostenlosen Tests. Die waren ja kostenlos für alle. Und mir war die Frage gestellt worden, sollten wir die weiter kostenlos halten oder sollten die Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten und stattdessen sich testen lassen, sollten die das selbst bezahlen?
Und das war der Bezug tatsächlich, das war der Kontext von diesem Zitat. Wir wissen alles über die Sicherheit und machen es trotzdem nicht. Ja, das ist genau der Sound, den wir gerade auch von Karl Lauterbach gehört haben. Und ich frage mich gerade, bitte nochmal, ne? Ich bin hier niemand, der eine Agenda hat. Ich frage nur ganz grundsätzlich in die Runde, wenn wir sagen, wir wollen, dass das aufgearbeitet wird. Wir können uns nicht mal darauf einigen, dass ein Wort wie Killervariante sich eigentlich nicht gehört. Das finde ich irgendwie seltsam. Lassen Sie mich doch auch kurz mal was sagen. Ich würde gern zu dem Zitat noch was sagen, weil ich das mit den 4,3 und dem alles wissen. Wir haben kein Signal, das aufgetreten ist, also ein Signal, was irgendwelche unerkannten Nebenwirkungen hat, die aufgetreten sind nach den 4,3 Milliarden. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt wirklich alles über die Sicherheit der Impfung. Und da haben sich auch die Zahlenverhältnisse nicht mehr verändert. Ja, also da atmen 3 Leute tief durch. Sagen. Also der Impfstoff war von Anfang an, sage ich mal, mit Fragezeichen. Das hat natürlich auch die Europäische Zulassungsbehörde so gesehen. Darum hat sie nur eine vorläufige Zulassung gemacht, die der Gesundheitsminister damals, ihr Vorgänger, unglücklicherweise immer als endgültige Zulassung bezeichnet hat. In Wirklichkeit war das das Gleiche, was in Amerika Notfallzulassung heißt. Und natürlich gab es eine lange Liste von Fragen, die noch offen waren und die den Herstellern aufgegeben wurden, in der Folgezeit sozusagen Post-Marketing noch aufzuarbeiten. Also zu behaupten, dass wir alles wussten über diesen Impfstoff. Aber es gibt ja kein anderes Signal ich wollte Sie bei Ihrer Argumentation abholen. Ich habe ja ewig einen Podcast gemacht, der in Mitteldeutschland, auch im Osten Deutschlands, sehr viel gehört wurde. Und wir hatten wirklich viele Rückfragen und haben auch sehr viel die Fragen der Bürger dort beantwortet. Viele von denen, die sich vielleicht jetzt abgewendet haben. Und es ist letztlich so, ich bin absolut sicher, wenn man damals nicht so dramatisch einseitig argumentiert hätte, dann hätten Sie mehr Leute zur Impfung gebracht. Also in Ihrer Welt, wo Sie sagen, es hätten sich mehr impfen lassen sollen, Sie hätten mehr Leute an die Nadel gekriegt, wenn man das so sagen darf, wenn Sie offener kommuniziert hätten. Nicht Sie persönlich, aber wenn die Politik offener kommuniziert hätte. Also die Wahrheit ist doch, wir dürfen das hier nicht auch wieder Zweifel an der Impfung sehen. Es hat noch nie eine Impfung gegeben in der Geschichte der Menschheit, die so intensiv untersucht worden ist wie die Corona-Impfung. Noch niemals. Keine medizinische Maßnahme. Es hat noch nie ist eine Impfung. Wir wissen über keine Impfung, die wir jeden Tag einsetzen, so viel wie über diese Impfung. Natürlich kann ich dann sagen, da können noch Wunder sein und so weiter. Aber ich will einfach sagen, die große Mehrheit der Wissenschaftler, die davon lebt, so etwas zu untersuchen, die sagen, die Impfstoffe sind gut untersucht und können vertreten werden und haben eine hohe Wirksamkeit. Das hat sich auch nicht geändert. Die Leute, die Kritik sehen, die sehen ja Folgendes. Nein, ich wollte jetzt nur sagen, was Sie gerade auf Sie eingehen. Also die Leute, die das kritisch sehen. Ich will dazu sagen, ich bin ja auch ein Befürworter der Impfung grundsätzlich, nur für bestimmte Gruppen. Ich war absolut dagegen, dass Kinder geimpft werden, aber ich bin ein Befürworter der Impfung, auch dieser Corona-Impfung grundsätzlich. Aber wenn der Hersteller sagt, diese Messenger-RNA, die da eingesetzt wird, ist nach 2 Wochen nicht mehr nachweisbar und das alle nachplappern, und jetzt hat gerade vor wenigen Wochen eine renommierte Wissenschaftlerin von der Yale-Universität, die auch mit deutschen Preisen überschüttet wurde, herausgefunden, dass man noch Monate später feststellt, dass diese RNA noch aktiv ist und dieses Antigen, was da fabriziert wird, noch nachweisbar ist. Also sozusagen auch möglicherweise eine Ursache für Post-Vax-Syndrom ist, also für die Schwierigkeiten, die manche Leute nach der Impfung haben, dann können Sie nicht einfach sagen, das ist alles erforscht und wir kennen das und da kann nichts passieren. Überraschungen schon die ganze Zeit. Aber Herr Kekulé hat noch etwas ganz Wichtiges gesagt, und weil er das an mich adressiert hat, würde ich da gerne noch ganz schnell einmal drauf eingehen. Ich will Ihnen nämlich recht geben, was die Ansprache anbelangt. Und wenn wir hier schon Zitate sammeln, einzelne Zitate, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es schon auch sehr, sehr viele Zitate gibt aus dieser Zeit, beispielsweise von mir, aber auch von vielen anderen, die darauf hingewiesen haben, es gibt unterschiedliche Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Wir brauchen zielgruppenspezifische Kommunikation. Mir den Mund mit fusselig geredet. Und ich war nicht die Einzige, es gab viele. Heute fokussieren wir aber schon wieder auf einzelne Aussagen, die eben dieses sehr abgrenzende Potenzial haben. Wo das Misstrauen herkommt. Das ist der Punkt. Genau, also ich finde es auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau die Kommunikation und das Ausrollen, sagen wir. Wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit Impfstoffen, gerade auch in der Reisemedizin. Und Punkt Vertrauen. Ich erinnere mich noch wirklich sehr gut
ein Zitat Markus Söder, die EMA sind die Profis und die STIKO, was sind die STIKO? Was ist die STIKO dann? Also das Vertrauen, was die Bevölkerung eigentlich in die STIKO seit Jahrzehnten hat, ist in der Pandemie durch verschiedene Angriffe, und die STIKO hat das ja selber formuliert, nicht? Nach diesem Zitat von Herrn Söder hat die STIKO sozusagen auch eine Stellungnahme verfasst und sich das eben gesagt, also diese politische Einflussnahme, das ist eben nicht gut und das zerstört das Vertrauen. Und das ist wirklich etwas, also zu sagen, die EMA sind die Profis, die haben ja ganz andere Aufgaben, da geht es um die Zulassung, die Empfehlung macht die STIKO und auch die Zeit der STIKO zu lassen, gerade wenn es um die Kinderimpfung geht. Wir haben sozusagen im Bereich der Impfung, gerade in meinem Bereich, viele Beispiele, wo es problematisch geworden ist, wenn sozusagen politischer Druck zu einem schnellen Ausrollen ohne entsprechende Aufklärung, sozusagen wissenschaftliche Evidenz passiert ist. Insofern ist das ein großer Schaden der Pandemie, das Vertrauen in die STIKO verloren gegangen ist. Aber wenn wir jetzt die Debatte, die jetzt hier gerade läuft, uns noch mal vor Augen führen, worüber reden wir? Es werden Zweifel gesät, ob die Impfstoffe sicher waren. Es werden Zweifel gesät, dass der Staat immer die Wahrheit gesagt hat. Es werden Zweifel gesät, dass die Aussagen so gedeckt worden sind. Wir könnten jetzt auch Aussagen treffen, die von der Seite gekommen sind, die die Pandemie damals verharmlost haben. Dann hätten wir einen Riesenstreit, wir kämen überhaupt nicht weiter. Aber ich finde, die Debatte ist immer sehr einseitig. Es ist die Debatte, die kommt von einer, sagen wir, aus meiner Sicht definitiv nicht wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung, die in die Richtung geht, die Impfstoffe waren vielleicht doch nicht so sicher, vielleicht hätte man so nicht zulassen können, da ist noch Messenger-RNA noch Monaten im Körper und so weiter, vielleicht ist das der Grund für die Impfnachwirkung und so weiter. Diese Debatte ist eine Debatte, die Zweifel sät und uns aus meiner Sicht nicht weiterbringt. Das ist aus meiner Sicht, daher bringe ich jetzt zum Beispiel, ich wüsste von jedem von Ihnen dreien, wüsste ich Zitate, die falsch gewesen sind, wo die Meinung falsch. Ich bringe das aber nicht, ich mache das nicht, weil es bringt uns keinen Millimeter weiter. Das bringt uns einfach keinen Millimeter weiter. Und eine ehrliche Aufarbeitung kann sich nicht an misslungenen Äußerungen orientieren, sondern dass man darüber nachdenkt, wie würden wir denn allgemein heute noch mal vorgehen. Aber dass wir hier vorgeworfen bekommen, was vielleicht eine Äußerung gewesen ist, die man nicht genauso machen würde in einem Podcast oder was auch immer, das bringt einfach, und das sät erneut Zweifel, die aus meiner Sicht überzogen sind. Es wurde nicht alles richtig gemacht. Das finde ich gerade schwierig, was jetzt hier passiert. Also zu sagen, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fake News Schleuder, da erzählt man irgendwas nicht, oder zitiert irgendetwas. Nee, ich würde das nicht bestreiten. Wenn man, können wir bitte das Zitat noch mal zeigen, oder ich lese es sonst auch gerne noch mal vor. Wenn man sagt, ich weiß, da gibt es keine Impfschäden, dann ist das, wenn ich das höre als Nicht-Mediziner. Wir wissen alles über diese Impfung. Ich glaube. Schon wieder so ein Satz. Ja, wir wissen alles über diese Impfung. Ich zitiere das nur. Hier sitzen 3 Fachleute. Wissen wir alles über diese Impfung? Das hat auch niemand gesagt. Wir haben nur gesagt, es gibt keine Impfung, die je so gut untersucht wurde wie die Corona-Impfung. Das war das Zitat. Wir haben ich kann den Satz gerne noch mal vorlesen. Ich habe den Satz nicht getätigt, aber das wir gerade hier besprochen haben. Es muss dem Bürger auch mitgeteilt werden. Wir haben tatsächlich die Corona-Untersuchung, die Corona-Impfungen besser ausgewertet als jede andere Impfung, die wir jemals weltweit eingesetzt haben. Das stellt niemand streitig. Nur der Punkt ist, wenn wir uns auf die Art und Weise sozusagen absolute Wahrheiten entgegenschleudern und sagen, das ist die sichere Impfung, da kann hundertprozentig nichts passieren. Das sagt doch niemand. Hundertprozentig, das ist eben ein Unterschied. Das ist das Gefühl, das entsteht. Das ist was anderes. Also, dass es Impfschäden gibt, bestreitet niemand. Okay, was ist das Gefühl, das bei Killer-Variante entsteht? Nein, jetzt nicht die Dinge vermengen. Dass es zum Beispiel ein Post-Vac-Syndrom gibt. Dass es Menschen gibt, die haben die Impfung genommen und haben danach Symptome, so ähnlich wie Long-Covid. Und die können sehr schwerwiegend sein, auch Kinder. Das sind dramatische Verläufe. Dafür haben wir sogar Forschungsmittel eingesetzt. Und ich bin sogar mit der Organisation Post-Vac bin ich im engen Austausch. Niemand bestreitet, dass die Impfungen auch Nebenwirkungen hat. Niemand bestreitet, dass es auch lange Verläufe geben kann, die einen stark behindernden Einfluss haben. Das wird nicht bestritten. Aber was Frau Bix sagte, ist, wir haben es halt gut untersucht. Wir wissen wahrscheinlich nicht alles,
Aber wir wissen mehr als wir je andere. Ich will jetzt nicht recht haben. Ich sage nur, wir wissen alles über die Sicherheit. Mit das der ist Sicherheit will ich genau nur einen Satz sagen, kurz, Herr Lauterbach, weil Sie es jetzt 3 oder 4 Mal gesagt haben. Also das Wichtigste, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Herr Streeck, aber das Wichtigste ist Folgendes. Also die Impfungen, wo wir am meisten drüber wissen, sind doch die am längsten im Einsatz sind. Weil sie bei bestimmten Nebenwirkungen einfach eine ganze Weile warten müssen. Und typischerweise ist es so, bevor man Impfungen Kindern empfiehlt, hat man mehrere Jahre Vorlauf, bevor man sagt, okay, jetzt geben wir das auch für Kinder frei. Das ist bei Covid beschleunigt worden mit guten Argumenten. Und es ist jetzt einfach sehr einseitig zu sagen, wir wissen mehr als über jeden anderen Impfstoff. Da würde ich eher sagen, die Grippeimpfung, die es seit den 1960er Jahren, glaube ich, gibt, ist einfach länger erprobt. Und das ist das, was der Mensch, der sich da entscheiden muss, halt auch weiß. Und deshalb glaubt er das dem Politiker oder dem Wissenschaftler nicht, wenn der sagt, ich weiß alles und ich habe alle Risiken im Griff. Das halte ich auch als Wissenschaftler immer für ein gefährliches Aber das Problem ist doch was anderes. Es wurde mit der Zeit ein unheimlicher Druck auf die noch nicht Geimpften ausgeübt. Und man musste sich impfen lassen, weil man dann irgendwann nicht mehr Teil der Solidargemeinschaft war, raus war aus der Gesellschaft, Tyrannei der Ungeimpften und so weiter. Und es hieß dann eben, die Impfung wäre sicher, aber es gab Einzelfälle von Menschen, die haben ihre Hirnvenenthrombosen entwickelt. Es gibt Menschen, ich habe auch eine junge Frau getroffen, die im Rollstuhl sitzt mit einem Post-Vax-Syndrom. Schlimmste Schicksale. Und da haben sich die Menschen gefragt, oder einige gefragt, will ich das überhaupt? Will ich mich impfen lassen? Aber es gab dann eben durch 3G, 2G oder Diskussionen um 1G dann am Ende so einen Druck auf die Nicht-Geimpften, und gleichzeitig aber auch eine Darstellung von der Impfung, die so einfach nicht mehr richtig war, was im Grunde ja dazu beigetragen hat, dass eine enorme Skepsis vielleicht gegen der Impfung generell, aber auch gegen der Regierung aufkommt. Markus Söder und Jens Spahn. Hier handelt es sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Friedrich Merz, der kommende Kanzler. Die Bevölkerung ist in Geiselhaft von Impfgegnern. Also hat er doch recht, wenn er sagt, da wurden Ungeimpfte zu Sündenböcken gemacht. Schmidt-Schanasit drückt es etwas anders aus und sagt, durch 2G wurden Ungeimpfte systematisch stigmatisiert. Daher kommt doch das Störgefühl rund um diese Impfung. Und das ist auch genau mein Thema, Frau Büchs. Und wenn man dann sagt, wir wissen alles über die Sicherheit, dann denke ich, okay, woher nehmen wir jetzt diese absolute Wahrheit? Und daraus resultierend gehen wir dann hin und stigmatisieren Leute und sagen, pass auf, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du derjenige, der dieses ganze Land in Geiselhaft nimmt. Das habe ich mich damals... Und von politischer Seite, noch ein letzter Gedanke noch dazu, von politischer Seite mir unvergessen, und ich glaube, da liegt auch eine der Wurzeln für dieses Misstrauen gegenüber der Politik. Vor der Bundestagswahl saßen hier reihenweise Spitzenpolitiker, die alle mit Verweis auf die deutsche Geschichte sagten, Impfpflicht wird es in diesem Land niemals geben. Kaum war die Wahl vorbei, sagten dieselben Spitzenpolitiker hier in der Sendung, jetzt brauchen wir aber dringend eine Impfpflicht. Und auf die Nachfrage, warum und ob das nicht eine politische Lüge dann sei oder Wortbruch, die Lage habe sich verändert. Schwierig. Da entsteht so viel Misstrauen und das empfinden Leute dann als übergriffig. Ich würde auch gerne noch was zu und sagen, Herbert Prantl saß hier und sagte, so übergriffig wie in dieser Pandemie habe ich meinen Staat davor und danach nie wieder erlebt. Zu diesem Druck, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Das habe ich sogar selber, kann ich selber sehr gut erinnern. Wir hatten diese Phase den ganzen Sommer noch über. Wer kriegt's wann? Warum bin ich in Gruppe 3 und nicht in Gruppe 2? Und warum sind die vor mir schon dran? Und so, das war die Berichterstattung dazu. Und ich erinnere mich, dann war irgendwie Juni, es war für alle ausreichend Impfstoff da. Und da ist das sehr schnell gedreht. Und auf einmal war der gesamte öffentliche Fokus, auch der mediale Fokus der Debatten auf den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Das war übrigens die Phase, wo viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nochmal, ich gehörte damals tatsächlich schon auch dazu, aber viele andere auch gesagt haben, es gibt unterschiedliche Gründe, man muss das mit dem Impfen besser organisieren. Und trotzdem gab es diesen Fokus darauf, weil das natürlich auch irgendwie sexy war. Das war die neue Geschichte. Das sind die das verweigern. Und das ist interessant. Da guckt man dann hin. Das ist ein Phänomen, das kennt man aus der... Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Druck vielgestaltig war. Dass das ja nicht irgendwie war, dass da eine staatliche Keule gekommen ist. Der Ethikrat zum Beispiel hat sich
relativ spät und dann sehr, sehr intensiv. Was haben wir gerungen, wenn man sich dieses Papier anguckt? Das ist wirklich Pro und Contra, sehr transparent, die Argumente, die Prinzipien, wirklich, wirklich gerungen. Das war auch etwas, was durchaus auch medial entstanden ist. Ich finde das wichtig, das zu sagen, weil so ein bisschen der Eindruck in der Debatte zu entstehen scheint, da ist der Staat mit dem Druck hineingefahren. Das waren am Ende des Tages wir alle, die wir auch in der Pandemie die wir in der Pandemie was gesagt haben, die in der Pandemie berichtet haben, die in der Pandemie Sendungen gemacht haben. Das war ein gesamtes Phänomen. Und ich finde das sehr schwierig, so zu tun, als wäre man da irgendwie außen vor. So ehrlich müssen wir uns machen. Genau das überlegt, was Sie sagen. Das finde ich ganz wichtig, sozusagen. Wer war es denn eigentlich? Es ist völlig richtig. Da gab es die Medien, da gab es die Politik, da gab es die Wissenschaft. Ich glaube, also meine persönliche Analyse ist wirklich... Im Übrigen auch Bürgerinnen und Bürger, erinnern Sie sich? Ja, aber die waren ja dann auch informiert von den ersten dreien, nicht? Also meine Analyse ist wirklich, dass der Ursprung des Problems bei den Wissenschaftlern lag. Ich sage jetzt nicht bei den Virologen, sondern bei den Wissenschaftlern im weiteren Sinne, die da mitgeredet haben, weil die im Grunde genommen die Tonangebenden waren. Und ich finde, auch wir drei hier und die weiteren Kollegen, Herr Lauterbach, wenn ich ihn als Wissenschaftler sozusagen sehe, auch, wir müssen dazu stehen, was wir damals gesagt haben. Wir müssen zu unseren Analysen stehen und gemeinsam auch sagen, okay, wir haben das mit verbockt, wenn was nicht gut gelaufen ist. Wir haben aber auch viel Gutes bewirkt. Und deshalb ist es so, was hat die Wissenschaftler eigentlich gemacht? Der erste Fehler war aus meiner Sicht, dass es wenige Stimmen gab in der Wissenschaft, die mit den anderen sich zu wenig ausgetauscht haben bei den Empfehlungen, die sie gegeben haben. Da kann man sagen, ist die Politik mit schuld, aber es ist im Grunde genommen eine sehr einseitige Beratung gewesen, die zumindest am Anfang da stattgefunden hat. Später gab es mal einen Rat. Zweitens, das habe ich schon gesagt, es gab so etwas wie wissenschaftliche Propaganda, wobei ich betonen will, das meine ich jetzt im bernayschen klassischen Sinn der Propaganda als Meinungsformung, aktive öffentliche Meinungsformung. Das hat ganz massiv auch hinter den Kulissen stattgefunden. Da haben Wissenschaftler an Redaktionen geschrieben und gesagt, ladet doch den und den bitte nicht mehr ein und lieber den und den dafür und den dürft ihr nicht hören. Und das war also ein ganz massives Hauen und Stechen hinter den Kulissen. Ich durfte auch in der Zeitung E-Mails lesen, die über Hendrik Streeck geschrieben wurden, dass er in irgendwelchen Gremien nicht mitmachen soll. Also da ist wissenschaftlich hinter den Kulissen ganz stark an die Person gegangen worden und nicht mehr fachlich diskutiert worden. Und das Dritte, weil Sie Heribert Prantl erwähnt haben, der ist ja bekanntlich Jurist. Es ist so, aus meiner Sicht ist damals wirklich die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt worden. Und zwar aus folgendem Grund. Alles, was entschieden wurde, hatte als letzter Referenzpunkt das, was einige wenige Wissenschaftler sozusagen vorgegeben haben. Wenn ich mich erinnere an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja ein starkes Element der Gewaltenteilung ist, da ist es so, die haben diese ganzen Gegenmaßnahmen gut geheißen mit der Begründung, dass man die Wissenschaftler gefragt hat, das RKI zum Beispiel, das ja auch die Maßnahmen ursprünglich mit begründet hat. Also wenn ich jetzt an diese Aussage des RKI denke, Geimpfte tragen nicht mehr zum Infektionsgeschehen bei, die auf der Webseite stand, die wurde von einem Verwaltungsgericht in Berlin für eine Entscheidung zitiert, dass man irgendwelche 2G-Regeln in Kneipen machen durfte und Ähnliches. Das heißt also, da hat sozusagen, man sagt ja immer, die Krise ist die Stunde der Exekutive. In dem Fall war die Krise die Stunde der Technokraten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Herr Lanz wird sich erinnern, ich saß hier mit Herrn Prantl und wir haben genau dieses Thema damals diskutiert. Und ich sage jetzt das, was ich damals auch gesagt habe, weil es tatsächlich auch im Rückblick immer noch stimmt. Wir hatten, ich glaube, in den ersten 18 Monaten über 10.000 Verfahren gegen die Maßnahmen. Da hat eine ständige Verhältnismäßigkeitsprüfung stattgefunden. Mit welcher Referenz? Es haben ja, nicht alle mit dem RKI. Es haben breiteste Quellenlage und es haben sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der juristischen Wissenschaft inzwischen sich angeschaut, dass das eben, das, was Sie gerade sagen, nicht passiert ist. Die parlamentarische Beteiligung war nur ganz am Anfang einmal sehr kurz
suboptimal. Und danach waren die Parlamente immer beteiligt. Und das ist wirklich wichtig zu betonen, weil das natürlich ansonsten bedeuten würde, das parlamentarische Prinzip wäre ausgehebelt gewesen. Und es gibt inzwischen auch viele Kolleginnen und Kollegen, die tolle Bücher dazu geschrieben haben, dass der Rechtsstaat in der Corona-Pandemie erstaunlich gut funktioniert hat. Wir haben da vom Ethikrat damals auch ein Gutachten dazu gemacht. Das sagt was Ähnliches, gibt es auch sehr viele Quellen. Ich beziehe mich nur auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das sagt sinngemäß, genau, aber das ist ja nicht alles. Die Exekutive hat insofern ausreichend ihre Aufgaben erfüllt, als sie die Fachleute gefragt hat. Und die Fachleute, die dort als Sachverständige quasi aufgetreten sind, waren die üblichen Verdächtigen, die auch vorher die Regierung beraten haben. Und deshalb sage ich, dass es ein selbstbezügliches System ist. Richter sind keine Virologen. Und deshalb war es einfach so, dass was diese wenigen sogenannten Fachleute vorgegeben haben, das war sozusagen dann die Linie. Sehr viele daran haben sich die Medien orientiert, daran hat sich die Politik orientiert. Und die Juristen hatten letztlich keine andere Wahl, als das auch zu übernehmen. Ich würde gerne zum Schluss noch einmal auf das Thema Kinder kommen, weil ich das Gefühl habe, das ist auch eines dieser Themen, über das wir dringend reden müssen, wenn wir über Aufarbeitung sprechen. Herr Schmidt-Schanasit, an welchem Punkt war sozusagen für Menschen wie Sie, für die Fachleute klar, Kinder sind nicht die Treiber dieser Pandemie? Und wann dämmerte Ihnen langsam, da entsteht möglicherweise ein gewaltiger Schaden, der jetzt erstmal nicht virologischer Natur ist, sondern der psychologischer und sozialer Natur ist? Nicht nur mir, sondern sozusagen den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, an denen man sich ja auch immer orientiert hat, weil man natürlich kein Pädiater ist. Und das war Mitte 2020, erste Stellungnahme April 2020. So früh schon? So früh schon, nach dem quasi ersten Lockdown, wo die ersten gravierenden Auswirkungen auch schon sichtbar wurden. Einige sagen, durch den ersten Lockdown sind die gut durchgekommen. Wäre ich etwas zurückhaltend, sozusagen, was dort auch eine belastbare Studienlage eben anbetrifft. Also es gab sozusagen die Hinweise darauf, dass natürlich sozusagen Kinder bezüglich Sterblichkeit, Infektionssterblichkeit und so weiter natürlich eine ganz andere Last haben, also eine viel geringere als zum Beispiel über 60-Jährigen. Das ist übrigens auch etwas, was immer zu kurz kommt. Wir müssen das Alter stratifizieren. Wir müssen sozusagen sagen, wenn es um die Sterblichkeit geht, 1:100, die ist eben sozusagen wahnsinnig standardisiert. Das ist altersstandardisiert. Ja. Genau, aber nicht, dass die Zuschauer denken, sozusagen, nein, aber ich will nur sagen, das ist 18-Jähriger, sozusagen einer von 100 stirbt. Das ist eben, und vor diesem Hintergrund gab es eben letztendlich, ich muss sagen, warnende Stimmen, die gesagt haben, also hier können sozusagen viele Probleme auftreten, die wir jetzt eben sehen, Depressionen, sozusagen Anorexie und so weiter. Und das hat man eigentlich meines Erachtens 2020 schon klar formuliert. Ich war bei einigen Stellungnahmen sozusagen dieser Fachgesellschaften auch beteiligt, zusammen mit den Hygienikern, wo man letztendlich das schon so klar formuliert hat. Warum es denn anders gekommen ist, das ist ja genau wieder der Punkt sozusagen. Wir können es, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum es anders gekommen ist. Wie ist es genau dazu denn gekommen? Das ist ja wieder so ein Punkt, fehlende Transparenz, Entscheidungen, sozusagen, wie ist der strukturierte Beratungsprozess erfolgt. Und das ist, glaube ich, ja etwas, was die Menschen auch immer noch umtreibt. Ja, Gemeinsamkeit, da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Aber nochmal, bevor wir das sozusagen nochmal aufarbeiten, Sie dürfen sofort, Herr Lauterbach, ich würde nur gerne noch einmal Henrik Streeck fragen, ob es stimmt, was irgendjemand hier aus der Runde, ich habe vergessen, wer es war, in der Vorbereitung sagte, es gibt einen Unterschied. Wenn wir nur auf die Zahlen schauen, Übersterblichkeit, Schweden versus Deutschland und so weiter, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass dieser schwedische Weg der erfolgreichere war. Wenn man sich anschaut, was dort gesellschaftlich passiert ist, dann würde ich sagen, dann gibt es den Unterschied sehr wohl. Die schwedische Regierung, die Verantwortlichen dort haben ihre Bevölkerung weniger verloren, als wir sie verloren haben. Und wir waren ein bisschen auf der Spur dieses schwedischen Angangs, als wir dort gedreht haben im Winter. Und ich stand vor der Tür der Virologie und habe mit Anders Tegnell genau darüber gesprochen. Und er hat mir erklärt, was von Anfang an die schwedische Idee, der schwedische Ansatz war. Wir schauen mal kurz rein. Befürchten Sie nicht manchmal, eines Tages für die Todesopfer, insbesondere in den Altenheimen, verantwortlich gemacht zu werden? Werden Leute dafür verantwortlich gemacht, dass sie ein ganzes Land in den Lockdown schicken, enorme wirtschaftliche Verluste verursachen und verhindern, dass Kinder ihre Schulausbildung erhalten? Darüber sprechen wir, glaube ich, viel zu wenig. Das könnte man auch verurteilen.
wenn zu viel getan wird. Wir arbeiten sehr eng mit der Regierung zusammen. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Außerdem steht mit 75-80% die große Mehrheit der schwedischen Bevölkerung hinter uns. Das ist also keine Entscheidung eines Einzelnen. Das ist Schweden. Das war genau der Punkt. Es war vor dem Karolinska-Institut und es war wahnsinnig kalt und wir standen im Halbdunkel dieser Polarnacht da rum. Und Sie haben das Datum gesehen, ne, wann das Interview geführt worden ist. Das war im ersten Corona-Jahr. Da war denen das so klar, 3. Dezember, ausgestrahlt erst im März. Aber geführt haben wir das Interview bereits am Ende dieses ersten Corona-Jahres. Und das war damals interessant, weil es ein völlig anderer Angang war. Warum hat Frau Büchs, der Ethikrat, so lange gebraucht, bis 22, bis Sie sich, sagen wir mal, ausführlich zu Kindern und Jugendlichen geäußert haben? Ja, das haben wir sehr bedauert. Ich habe 4 Wochen nach dem Interview, das Sie mit Herrn Tegnell geführt haben, ein Interview in der FAZ gegeben. Und da habe ich gesagt, dass es ethisch unausgewogen ist, wenn man Kitas zumacht, aber die Großraumbüros offen hat. Also zum Beispiel keine Homeoffice-Pflicht. Also ich selbst, aber auch andere Mitglieder des Ethikrates haben sich schon immer wieder dazu geäußert. Aber wir haben es wirklich verpasst. Das haben wir auch deutlich gesagt und sehr bedauert. Sagt Karl Lauterbach auch, ja, haben wir verpasst. Dass wir zu den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erst so spät was gesagt haben. Und die Frage war ja gerade, Herr Lauterbach, wie konnte es dazu kommen? Das war ja die Frage, die Herr Schmidt-Schanasit gestellt hat. Das war eine politische Entscheidung. Also was damals bekannt war, ist, dass Kinder also bei der Weitergabe des Virus eine große Rolle spielen, genau wie Erwachsene, dass sie aber sehr viel weniger stark erkranken und dass sie wahrscheinlich auch mehr Schäden wegnehmen, wenn sie halt nicht zur Schule können. Gerade in der zweiten Lockdown-Welle, da stimme ich da Herrn Schmidt-Schanasit auch zu. Damals ist aber politisch entschieden worden, dass also in Deutschland der Schwerpunkt darauf gelegt wurde, dass bestimmte Unternehmen weiter produzieren können. Und man ist bei den Schulen großzügiger gewesen. Das, glaube ich, ist nachträglich der wichtigste Fehler in der Pandemie gewesen. Weil diese Priorisierung ist nicht richtig gewesen. Hätten wir mehr Zwang zum Homeoffice durchgesetzt, hätten wir in der Produktion die Schichten halbiert und so weiter, dann wären wir tatsächlich wirtschaftlich etwas schlechter durchgekommen, aber die Kinder hätten davon stark profitiert. Das war aus meiner Sicht der wichtigste Einzelfehler, der gemacht worden ist. Aber die wurde ja auch wissenschaftlich begründet, weil es eine Studie aus Berlin gab, die nur als vorläufige Studie im Raum war, die eben behauptet hat, dass Kinder wahrscheinlich genauso ansteckend wie Erwachsene sind. Inzwischen ist das widerlegt. Es ist inzwischen klar, dass Kinder nicht nur weniger schwer krank werden, sondern auch weniger Virus ausscheiden aus verschiedenen Gründen. Aber damals war das so die Ansage, die ja dann auch der Kollege, der das vorläufig gefunden hat, später nicht wiederholt hat, aber stattdessen gleich in der New York Times verbreitet hatte, sodass eigentlich wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich auch sagen, oh wow, die Kinder sind so gefährlich, da müssen wir was tun. Also ich glaube, dass die Wissenschaft auch gerade bei dem Punkt hat die Wissenschaft eigentlich eine falsche Weichenstellung mit zu verantworten. Sie greifen ja hier Christian Drosten an mit seiner Studie. Ich will das aber klarstellen. Zunächst einmal also die Ergebnisse, die nach der statistischen Überarbeitung dieser Studie rausgekommen sind, die Ergebnisse waren so, dass Kinder ansteckend sind, etwas weniger als Erwachsene, aber ungefähr in der gleichen Größenordnung. Das haben auch englische Studien gezeigt, das haben die ONS-Daten gezeigt, die REACT-Studie hat das gezeigt. Somit, es ist leider so gewesen, im Großen und Ganzen sind Kinder so ansteckend gewesen wie Erwachsene. Aber sie sind halt viel weniger betroffen gewesen von der Krankheit und sie haben viel mehr Schaden gehabt. Daher stimme ich Herrn Schmidt-Schanasit zu, hätten wir auch im Lichte der Ansteckung hätten wir andere Prioritäten setzen müssen. Aber das ist nicht, obwohl Sie das andeuten, die Schuld von Christian Drosten gewesen. Es war nicht seine Schuld. Ich war damals sehr eng damit eingebunden. Er hat sich sehr differenziert geäußert. Er hat ehrbar diese Ergebnisse immer interpretiert. Er hat das nicht überzogen. Ich meine es nicht menschlich. Ich meine es gar nicht menschlich. Sie kritisieren ihn aber hier auf eine Art und Weise zu seiner Ehrenrettung. Zu seiner Ehrenrettung muss ich das wirklich sagen. Ich kritisiere, dass man zuerst an die Öffentlichkeit geht und dann erst Monate später etwas publiziert, wo dieser Satz gar nicht mehr mit drin steht. Ja, das ist so, aber vielleicht kann ich erklärend Folgendes sagen, was inzwischen Stand ist, dass Kinder kurzzeitig
genauso viel Virus ausscheiden können wie Erwachsene, aber dass der Zeitraum, in dem sie Viren ausscheiden, viel kürzer ist. Das war aber auch damals schon bekannt. Nee, das war damals noch nicht klar. Wussten, und das ist der Grund, warum sie sozusagen epidemiologisch überbewertet wurden. Ja, gut. Aber ich will nur sagen, zur Ehrenrettung von Christian Drosten, weil ich diese Debatte damals mitbekommen habe. Er hat wirklich die eigenen Daten nicht überinterpretiert und ist damit vorsichtig umgegangen. Die Politik hat falsch entschieden damals, aber es ist nicht so gewesen, dass er die Daten über den Wert der Daten vorgetragen hat. Das war nicht der Fall. In dem Zusammenhang, und das merken wir heute Abend auch hier, und weil der Name gerade gefallen ist, eine Frage an Hendrik Streeck. Sie haben im April 2020 eine damals viel beachtete Studie in Heinsberg gemacht. Karnevalssitzung, plötzlich stecken sich sehr viele Leute an. Es starben auch, ich glaube, sieben Tote in der Zeit ihrer Studie. Und weil der Name gerade gefallen ist, Christian Drosten hat im Februar 25 sehr kritisch auf diese Studie zurückgeblickt und sagt, Zitat, bis zu dieser Studie bestand gerade in Deutschland ein großer gesellschaftlicher Zusammenhalt hinsichtlich der Pandemiekontrolle. Aber die Heinsberg-Studie brachte erstmals einen fundamentalen Wissenschaftszweifel in die deutsche Pandemiepolitik und damit begann die eigentliche Polarisierung. Und das ist auch ein Thema gewesen in dieser Pandemie. Wir haben das hier auch häufig festgestellt, zu sagen, der eine Wissenschaftler gegen den anderen. Und jeder reklamiert für sich die Wissenschaft und sagt, wir sind doch die Wissenschaft und wir wissen, was Fakt ist. Und dann gibt es offenbar andere Wissenschaftler, die sagen, nee, aber wir sind auch die Wissenschaft und wir wissen auch, wie es geht. Ist das im Rückblick ein Fehler gewesen, dass man da sozusagen, dass da der Eindruck entstanden ist in einer zunehmend unsicherer werdenden Öffentlichkeit, wenn sich nicht mal die einig sind, dann muss ich am Ende auch nichts mehr glauben. Herr Kekulé nickt gerade. Ja, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, so eine Aussage zu treffen. Wir hatten ja in Deutschland überhaupt keine Daten bis zu dem Zeitpunkt. Und wir waren die Ersten, weil vor unserer Haustür da der Ausbruch gewesen ist, dass wir reingegangen sind und nicht eine Studie im Übrigen gemacht haben, sondern ganz, ganz viele gemacht haben. Wir haben als erstes den Geruchs- und Geschmacksverlust beschrieben. Wir haben als erstes Übertragungswege analysiert, Schmierinfektionen versus Aerosolübertragung. Wir haben die Sterblichkeitsrate beschrieben und. Das waren so ganze Reihe an Studien, was für uns jetzt mittlerweile ja sehr, sehr einfach klingt, ne? Aber das wussten wir alles für Deutschland oder Europa damals noch gar nicht. Und ich glaube, die Bevölkerung hatte da schon einen Wissensdurst. Sie wollte wissen, was dieses Virus bedeutet, was sie auch für die deutsche Bevölkerung bedeutet. Und alles, was wir veröffentlicht haben, ist auch immer noch draußen und müssten wir nicht zurückziehen, weil es immer noch richtig ist. Also ich kann nur bestätigen, dass international diese Heinsberg-Studie, auch wenn die jetzt methodisch nicht so wahnsinnig aufwendig war, extreme Beachtung gefunden hat. Die wurde extrem als wichtiger Baustein in dieser Pandemie gesehen. Ich wüsste jetzt nicht so viele andere Studien aus Deutschland, die ähnlich wichtig wahrgenommen wurden. Es gab auch eine Deshalb sehr kann ich gute das nur unterstützen. PR-Begleitung. Das habe ich damals wirklich bewundert. Bei der PR gab es vielleicht, möchte ich nicht drüber reden. Sie meinen das ironisch jetzt? Nein. Aber ich will Folgendes. Ich habe das eine extrem gute Kommunikation gefunden. Und einen Hinweis. Da gab es ja Kritik. Aber ich will eins sagen, was jetzt wirklich aus meinem Erlebnis. Ich saß vor dem Fernseher und habe, ich glaube, es war Heute-Journal, gesehen, wo diese Studie besprochen wurde. Und dann kam eben, weil wir über Christian Drosten gesprochen haben, der sagte dann so aus der Lameng heraus, die haben dann möglicherweise die falschen Tests gemacht. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Er wollte sich ja die Daten noch nicht mal anschauen. Ja, also und da muss ich einfach sagen, ich würde etwas anderes sagen. Ich würde sagen, ab dieser Studie ging es gegen die Person und nicht mehr um die Sache. Oh, ich finde das aber wirklich schwierig, wenn wir jetzt so viel über eine Person reden, die nicht hier ist. Ab dem Moment an sozusagen es nicht mehr inhaltlich war, sondern personell. Und das ist natürlich etwas, was für die Medien immer interessant ist. Ja, das macht es ja so fleischig. Wir haben Christian Drosten natürlich auch eingeladen in diese Sendung, auch für heute. Und er ist unserer Einladung leider nicht gefolgt. Aber Frau Büchs hat recht, es geht jetzt gar nicht um die einzelne Person, aber um Positionen. Fehlte es an der Akzeptanz unterschiedlicher Positionen? Muss man im Nachhinein sagen, es gab da auch Positionen, die sozusagen aus dem medialen und auch politischen Diskurs einfach ausgeschlossen waren. Wolfgang Kubicki hat diesbezüglich auch Sie vor einiger Zeit angegriffen und sagte, Sie waren da sozusagen einfach der Ethikrat, ne? Nicht jetzt Sie persönlich,
zu sehr Sprachrohr der Politik. Das war wirklich ein ziemlich harter Vorwurf. Ziemlich unangenehmer Anwurf. Ich will da nicht zu viel dazu sagen. Mein Vorgänger hat sich so empört, Peter Dabrock, dass er da eine wahnsinnig kernige Entgegnung geschrieben hat, völlig zu Recht, weil das einfach falsch war. Wenn man sich die Papiere anguckt, die Stellungnahmen, auch die vielen Interviews und nicht irgendwelche Teil- oder Einzelzitate hervornimmt, dann sieht man, dass das Quatsch ist. Wir haben auch viele Dinge empfohlen, die überhaupt nicht zu dem gepasst haben, was die Regierung gewollt hätte. Das also ganz kurz weggeräumt. Ich will Herrn Schmidt-Czanaszek unbedingt recht geben. Was die Pandemie gezeigt hat, ist, dass wir keine Form der Politikberatung zu dem Zeitpunkt hatten. Ich glaube, da hat sich was verbessert, sind neue Gremien eingeführt worden, ausprobiert worden, auch ein Stück. Da hat man wirklich gelernt. Aber sowas wie die Briten zum Beispiel, die eine Art Reserve haben, also wo wirklich zig Wissenschaftler aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, die eine sehr gute Art haben, das zu bündeln, zusammenzuführen, weitere zusätzliche Arbeitsgruppen einzubinden. Das hatten wir einfach nicht. Das ist, glaube ich, auch eine der ganz wesentlichen... Haben wir jetzt? Nee, ich glaube, das muss wirklich professionalisiert werden in Deutschland. Ja. Dass wir, also andere Länder wie in England, die haben einen Chefberater quasi für wissenschaftliche Fragen. Und sie haben die Reserve. Also die haben beides. Ja. Und das wird ja für Deutschland gerade auch intensiv, auch in den Koalitionsverhandlungen diskutiert, dass man zum Beispiel so eine Art Chief Scientific Advisor einführt. Das wäre wirklich hilfreich. Und darf ich zum Schluss noch mal fragen, weil wir so viel auch über Ethik und Moral gesprochen haben in diesem ganzen Zusammenhang und über die Frage, was Wahrheit ist. Wie unethisch, wie unmoralisch war es eigentlich, dass wir so viele alte Menschen haben alleine sterben lassen? Darf ich? Ja. Also der Deutsche Ethikrat hat damals Ende 2020 eine überhaupt nicht beachtete Empfehlung, die ist irgendwie runtergefallen, zum Umgang mit den Hochaltrigen und mit Menschen in der Langzeitpflege gemacht und zu diesem Mindestmaß an sozialem Kontakt, das man braucht. Und wir haben da tatsächlich relativ deutlich gesagt, dass da wirklich schlimme Dinge passiert sind. Das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr verordnete Maßnahme. Aber es gibt auch ein Rechtsgutachten von einem sehr renommierten Verfassungsrechtler, Friedhelm Hufen, der ausgewiesen hat, dass in dieser Phase wirklich Menschenrechtsverletzungen passiert sind. Zum Beispiel, weil Menschen einsam sterben mussten oder eben monatelange Isolationspflichten auferlegt bekommen haben, obwohl die eigentlich gar nicht mehr zu den offiziellen Maßnahmen gehört haben. Da ist wirklich was schiefgelaufen und ich möchte Herrn Schmidt-Czanaszek in der Hinsicht wirklich recht geben, wie man mit den Schwächsten umgeht. Das sind die Kinder, das haben wir schon besprochen. Ich glaube, dass das wirklich nicht gut war. Das ist inzwischen Konsens. Aber auch, wie wir mit den Hochaltrigen umgegangen sind, dass da nicht, wir haben in diesem Papier ganz viele Vorschläge gemacht, sozusagen, wie man das unbürokratisch besser machen könnte, wie man mehr Personal rekrutieren könnte, mehr soziales Miteinander ermöglichen könnte. Also diese wirklich schwachen Gruppen, mit denen in so einer Krise besser umzugehen, das ist, glaube ich, die wesentliche Lehre. Das ist ja, Karl Lauterbach, auch, wenn der schwedische Sonderweg da manchmal so gelobt wird oder hervorgehoben wird. Die Schweden haben genau da einen hohen Preis bezahlt. Es sind unglaublich viele alte Leute in Schweden und wir haben das auch da unmittelbar mitgekriegt. Ganz traurig, ganz einsam, vor sich hingestorben. Und das Letzte, was sie gesehen haben, waren sozusagen die Augen ihrer somalischen Pflegerin. Da ist dann sozusagen der Kontext dann auch zum Thema Migration. Das hat sehr viel in dieser schwedischen Gesellschaft ausgelöst. War das ein Fehler im Nachhinein? Und wie verhindern wir so etwas in Zukunft? Dass es ein Fehler war, ist, glaube ich, unstrittig. Ja, das haben wir schon verhindert im weiteren Verlauf der Pandemie. Also tatsächlich, als ich dann ins Amt kam, haben mich alle, also Pflegeverbände, ins Haus geholt. Und wir haben dann einen, weiß ich noch genau, 6-Punkte-Plan gemacht, wo wir uns dann genau überlegt haben, wie können wir die Pflegeeinrichtungen gut schützen, aber der soziale Kontakt findet weiter statt. Es wäre somit auch anders gegangen. Da haben wir schnell gelernt und wir haben da auch wirklich dann einen Erfolg gehabt. Das war aber ein gemeinsamer Erfolg, was wir am Anfang auch gesagt haben. Die Pflegeverbände, die sind so super dankbar gewesen, dass sie sich jetzt überlegen konnten, wer ist für was zuständig, wie kriegen wir das hin und so weiter. Es wäre also somit auch anders gegangen. Da haben wir gelernt, haben wir dann auch umgesetzt. Aber ich würde sagen, das ist am Anfang, da hat niemand etwas Böses beabsichtigt. Das ist in Schweden ja auch passiert, sondern das ist wirklich, das ist passiert, das war schrecklich, das war nachträglich gesehen auch falsch. Da ist es aber dann uns nachher gelungen, zu einer Lösung zu kommen, die super sicher war und es sind die Leute trotzdem nicht gestorben.
Herr Schmidt-Schanner, sieht noch mal abschließend die Frage Lockdowns. Was denken Sie heute über Lockdowns? Das ist eine unklare Situation und wir haben jetzt darüber gesprochen, wir können es, glaube ich, abkürzen. Erste Welle sozusagen, Datengenerierung ist das klar sozusagen. Das ist ja auch beschrieben im Pandemieplan Containment. Nicht? Da kann ich das noch einfangen, weil es wenige Infektionen sind. Das kann ich noch unterbrechen. Nachdem klar war, asymptomatische, präsymptomatische Übertragung, dann kriege ich das nicht mehr eingefangen. Ich gehe sozusagen in die nächste Phase sozusagen der Protektion, wo ich mich mit den wenigen Ressourcen, die man ja hat, das fällt ja nicht vom Himmel leider, auch nicht in Deutschland, muss ich mich sozusagen konzentrieren, ja, um dann wirklich mit Effizienz einen sehr guten Effekt zu erreichen. Und dann geht es eben in die letzte Phase der Abschwächung, wenn dann auch Impfstoffe vorhanden sind und so weiter. Ne? Und diese Übergänge sind eben fließend, nicht? Und darum gibt es wahrscheinlich auch immer diese Diskussion, ja, wann macht man noch einen Lockdown und wann ist der Schaden eben letztendlich größer durch einen Lockdown als der Nutzen? Das ist letztendlich die Diskussion, die wir dann auch noch wissenschaftlich weiterführen werden. Es folgen ja Studien, weitere Auswertungen. Ne? Und können wir einmal festhalten, wie schwer diese Abwägungen in der Situation sind. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig auch noch mal festzuhalten, weil so ein bisschen der Eindruck entsteht, wir schauen jetzt mit dem Wissen von heute auf diese Entscheidung damals. Und da möchte ich wirklich unterstreichen, ich habe es nur von der Seitenlinie beobachtet, aber das wurde sich nicht leicht gemacht. Also da wurde wirklich gerungen und wir haben ja zum Beispiel ausgemacht, die Abwägung, reduziert man die Kontakte eher Kinder, Schulen, Kitas oder eher im Arbeitsbereich, in der industriellen Förderung. Da hängen einfach ökonomische Überlegungen und also diese Art von Abwägung, und da ging es um den zweiten Lockdown, also das war schon etwas später in dieser Beschreibung von Herrn Schmidt-Schannerstedt gerade. Ich finde das wichtig, bei all dem, was wir jetzt zur Aufarbeitung hier gesagt haben und all den Herausforderungen mit Kommunikation und so weiter und so fort. Das sind wirklich sehr schwere Entscheidungen. Und so zu tun im Rückblick, als hätte man das irgendwie optimal machen können, das geht einfach nicht. Man kann es immer nur irgendwie so gut wie möglich machen, aber sicher nie gut oder sogar so wenig schlecht wie möglich, weil in so einer Situation immer irgendwer irgendwas verliert. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht rausgehen aus so einem Gespräch, als hätte es irgendwie so eine Parallelwelt gegeben, in der das alles einfach und optimal hätte gemacht werden können. Die gab es nicht. War eine Grenzerfahrung, glaube ich, für uns alle diese Zeit. Ein bisschen was ist klar geworden heute Abend. Ich glaube, wir werden noch mehrere dieser Gespräche führen. Und wir werden uns gegenseitig vor allen Dingen irgendwann alle noch viel verzeihen müssen. Jens Spahn hat an dem Punkt zumindest definitiv recht. Danke Ihnen ganz herzlich. Ganz ehrlich, ich saß da und konnte nur den Kopf schütteln. Herr Kekulé bringt es auf den Punkt. Sachlich, klar, direkt. Und was machen Bix und Lauterbach? Winden sich wie Aale. Keine echte Einsicht. Kein Schuldbewusstsein, nur Ausflüchte und das ist einfach widerlich. Was mich richtig sauer macht, Menschen sind alleine gestorben. Alte Menschen, ohne ihre Angehörigen, weil man ihnen den Besuch verwehrt hat, unter dem Deckmantel der Wissenschaft und der Solidarität. Und heute sitzen da dieselben Leute und reden sich raus, als hätten sie mit all dem nichts zu tun gehabt. Lauterbach hat den Weltuntergang an die Wand gemalt, täglich. Der Ethikrat hat das mitgetragen, statt mahnend zu wirken. Kritische Stimmen, die wurden fertig gemacht, diffamiert, ausgegrenzt. Und heute tun sie so, als sei das alles eine schwere Zeit gewesen. Ja, für die Bevölkerung, nicht für euch. Und dass Lauterbach damals ernsthaft gesagt hat, es gebe keine Nebenwirkung und die Ungeimpften seien schuld, das zeigt nur, wie verbohrt und gefährlich dieser Mann in dieser Krise war. Zum Schluss bleibt nur eins zu sagen. Wer solche Leute auf Verantwortung loslässt, darf sich nicht wundern, wenn Vertrauen in Politik und Wissenschaft komplett verloren geht. Passt auf euch auf und vergesst nicht, wer in dieser Zeit weggeschaut, geschwiegen oder mitgemacht hat. Bis zum nächsten Mal.